In diesem Video werden Sie verstehen, warum es sinnvoll ist, sich die Symptome einmal genauer anzuschauen und aufzuhören, die Symptome zu bekämpfen oder als lästig und als Feinde zu betrachten. Machen Sie sich hier an dieser Stelle einmal bewusst, welche Symptome Sie haben. Und danach fragen Sie sich, wie habe ich diese Symptome bewertet? Wenn ich an den Juckreiz denke, was kommt dann in mir auf? Wie fühle ich mich dann? Was sehe ich dann vielleicht? Was höre ich? Was kann ich wahrnehmen? Ja, welche Sätze kommen da in mir vor? Was habe ich damit verknüpft? Wenn wir das jetzt mal bewusst bewerten, sind das häufig negative Dinge. Das sind häufig Dinge, wo wir intuitiv das Gefühl haben, das will ich nicht, das soll weg, das soll nicht da sein. Und das Spannende an diesem das soll weg, das möchte ich nicht haben, an dieser inneren Haltung ist ja, dass es ein Widerstand ist. Und jetzt ist es sehr, sehr interessant, wenn man sich mit Widerständen beschäftigt, mit energetischen Widerständen, mit innerlichen Widerständen, dass wir schnell feststellen, dass alles, wogegen wir uns wehren, größer wird und oftmals wieder zurückkommt. Was ist also die Lösung im Umgang mit diesen Symptomen? Schritt 1 würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, dass Sie da mal kreativ werden und sich fragen, wenn meine Symptome sprechen könnten, was würden die mir sagen? Ja, wofür stehen die im übertragenen Sinne? Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was da eigentlich passiert, dann entsteht im Körper Enge, ja, dann will ich mich verstecken, da will ich mich schützen, weil ich Angst habe. Und jetzt können Sie sich fragen, ist es jetzt gerade sinnvoll, für mich Angst zu haben? Ist es jetzt gerade sinnvoll und notwendig, dass ich mich schütze? Oder bin ich hier sicher? Kann ich mir mit einem sicheren inneren Gefühl anschauen, was diese Symptome zu bedeuten haben? Ich bin rot geworden, kann Wut ausdrücken, kann Scham ausdrücken. Das ist eine innerliche Bewegung. Also meine Behauptung, jedes Symptom, jede Emotion, die Sie haben, ist quasi wie ein Postbote, der Ihnen einen Brief in Ihren Briefkasten wirft und eine Nachricht für Sie hat. Ja, was Ihnen was sagen will. Wenn ein Kind wütend ist, dann ist vielleicht irgendwo in uns, also sehr, sehr wütend, dann ist vielleicht irgendwo in uns der Impuls da, oh, das möchte ich jetzt eigentlich nicht, das ist anstrengend, das möchte ich nicht haben. Und dann ignorieren wir das vielleicht, ja, vielleicht gehen wir auch drauf ein, aber mal angenommen, wir ignorieren das. Das Kind kommt immer wieder zu uns zurück. Das Kind kommt immer wieder zu uns zurück. Und so ist es auch mit den Symptomen. Der Unterschied hierbei ist jedoch, dass Sie selber die Macht haben, an Ihrem emotionalen Erleben etwas zu verändern. Sie sind dem nicht ohnmächtig ausgeliefert. Egal in welcher Phase Ihres Lebens Sie gerade stecken, egal was Sie vorher erlebt haben oder wo Sie gerade stehen. Ja, Sie können lernen, mit Ihren Emotionen bewusst umzugehen und quasi liebevoll mit diesen Emotionen und sinnvoll vor allem umzugehen. Ja? Und ich möchte Ihnen gerne noch ein Beispiel geben. Trockenheit habe ich mir aufgeschrieben. Trockenheit, was ja häufig der Fall ist. Wenn wir uns jetzt Trockenheit anschauen, dann hat das ja nicht nur den physischen Aspekt, sondern auch den emotionalen Aspekt. Was könnte emotionale Trockenheit sein? Zum Beispiel, wenn ich mich innerlich abgestumpft fühle, wenn ich mich innerlich leer fühle, wenn ich nicht mitschwingen kann, ja, andere Menschen lachen, ich kann nicht mitlachen, ich fühle das irgendwie nicht mehr so richtig. Schauen Sie sich an, was ist die Bezeichnung des Symptoms im psychologischen Sinne aus einer emotionalen Perspektive in Ihrem Leben. Und dann können Sie sich fragen, wo findet das statt? Ja, wo lebe ich das auch psychisch? Trockenheit. Wo lebe ich psychisch Trockenheit? Wo findet das statt? Ist es im Kontakt mit mir? Ist es im Kontakt mit anderen? Aber mit mir gehe ich sehr nährend um, sehr liebevoll um. Oder ist es eventuell
in beiden Aspekten, ja, finde ich in beiden Aspekten, in beiden Kontaktsituationen irgendeine Trockenheit. Und hier geht es noch nicht darum, das zu verändern, ja, das ändern zu wollen, daran rumzudrehen, sondern mehr denn je geht es darum, das anzunehmen, das einfach da sein zu lassen, sich erstmal bewusst zu machen, in diesem Bereich lebe ich das auch psychisch, was mein Körper mir die ganze Zeit spiegelt und sagt.